Spinnt der? Herr Vorsitzender, ich habe mich der Angeklagten gegenüber unnachgiebig und grausam verhalten und sie zu der hier geschilderten Verzweiflungstat getrieben. Seit Wochen beschäftigt dich nur eine Frage. Warum kriege ich diesen Kuss nicht aus dem Kopf? Endlich die Wahrheit, Ansgar. Ruhe! Meine Eingangsbelehrung zum Thema Falschaussagen war unmissverständlich. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage. Wie bitte? Ja, Herr Vorsitzender, ich bleibe bei meiner Aussage. Sie können den Zeugenstand verlassen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Was sollte das? Wir waren auf dem besten Weg, Tanja fertig zu machen. Er deckt sie. Warum deckt er sie? Sie erpresst ihn. Ansgar, dieser Dreckskerl. Degenhardt hatte recht. Du hast die Babymilch vergiftet. Und Tanja kann's beweisen. Deshalb sagst du hier für sie aus. Du sorgst jetzt gefälligst dafür, dass Tanja wegen Kindesentführung verknackt wird, egal was ich aussage. Und alles Weitere geht dich einen Scheiß an. Hey, wo willst du hin? Ich lege mein Mandat nieder. Danke, Kollege. Jetzt bleib gefälligst hier, ich brauch dich noch, du mieser Rechtsverdreher. Das hast du besser drauf als ich. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Herr Brandner. Hi. Entschuldigung. Oh, die Verhandlung ist nicht gut gelaufen, oder? Ansgar hat total Mist gebaut. Könnte sein, dass Tanja freikommt. Du weißt, was das heißt. Vor der Urteilsverkündung nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich fasse zusammen. Eine Frau täuscht ihr Ableben vor, um dann ihr ebenfalls tot geglaubtes Kind ins Ausland zu entführen. Der Vater des Kindes tritt als Nebenkläger auf, um dann aber positiv für die Angeklagte auszusagen, worauf der Anwalt der Nebenklage das Handtuch schmeißt. Alles in allem halte ich dieses Gebaren für völlig inakzeptabel. Und Sie, Frau Angeklagte, für alles andere als glaubwürdig. Erheben Sie sich zur Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte Tanja von Anstetten wird wegen Kindesentführung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Ja! Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Sie kommt frei. Diese Frau hat mein Leben zerstört und Sie lassen sie einfach gehen? Zur Begründung des Urteils. Das Gericht geht von folgendem Sachverhalt aus.
Die Angeklagte war geständig, der Zeuge und Nebenkläger hat zu ihren Gunsten ausgesagt. Er hat bestätigt, dass er nicht unmaßgeblich zur Tat beigetragen hat und die Angeklagte aus reiner Mutterliebe gehandelt hat. Das hat zu einer Milderung der Strafe geführt. Die Sitzung ist hiermit geschlossen. Wie ich Ihnen versprochen habe. Ich verliere nie. Ich habe eher mit einem Freispruch erster Klasse gerechnet. Du hättest dich ruhig ein bisschen mehr für mich ins Zeug legen können. Du hast ja jetzt, was du wolltest, nicht wahr? Nicht ganz. Ich warte noch auf die großzügige Geldspende. Vom Umgangsrecht mit Hannes ganz zu schweigen. Verreck doch. Soll ich uns was zu trinken holen? Nein, danke. Gast 84, ich fand's schön mit dir. Willst du lieber allein sein? Echt schön. Die beiden werden weiter an Hannes zerren, wenn Tanja wirklich ein Druckmittel hat. Hat sie. Ich kann einfach nicht glauben, dass Hannes Vater Babynahrung vergiftet. Das wollte niemand glauben. Aber nach Ansgars Aussage, vorher war er so versessen darauf, Tanja hinter Gitter zu bringen und plötzlich... Es gibt keine andere Erklärung. Das heißt, dieses Fernsehinterview, wo deine Cousine Degenhardt bloßgestellt hat, da hat sie den Falschen beschuldigt? Ja. Das geht dir ziemlich nah, oder? Eigentlich hatte ich mit Adrian schon abgeschlossen. Aber jetzt... Es muss ihm richtig dreckig gehen. Ruf ruiniert, finanziell am Ende. Ohne schuldig zu sein. Es geht mir nicht nur als Anwalt gegen den Strich. Adrian hat mich und meine Familie immer unterstützt. Auch wenn er uns damit nur für seinen kranken Kampf gegen Johannes instrumentalisiert hat. Nachdem rauskam, dass Adrian uns jahrelang belogen und gegen Johannes aufgehetzt hatte. Ich kann mich nie mehr mit Johannes aussprechen. Und seitdem sprichst du auch nicht mehr mit Adrian? Ach, Themawechsel. Was ist? Willst du jetzt etwa denselben Fehler wie bei Johannes machen? Bei Adrian kannst du dich noch entschuldigen. Also nochmal, entschuldige bitte, ich habe dich zu Unrecht verdächtigt. Eigentlich schade, dass du dein Mandat hingeschmissen hast. Aber in der Holding bist du noch, oder? Du willst, dass ich bei Ansgar für dich nach Beweisen schnüffel? Doch nicht für mich, aus reinem Berufsethos. Oder habe ich dir dein Jurastudium umsonst finanziert? Ich habe mich entschuldigt. Mehr wollte ich nicht. Ja, dir auch noch ein sorgenfreies Leben. Und sowas schickt man auf die Uni. Da halte ich mich doch lieber an die trauernde Witwe. Von Lahnstein? Namen Gräfin. Ja, haben Sie schon von der überraschenden Wendung im Prozess gegen Tanja gehört? Was wollen Sie? Ansgar entlastet Tanja, weil er Adrian das giftige Zeug untergeschoben hat, oder? Also, wenn das sogar Konstantin kapiert. Herr Degenhardt, das ist eine Familienangelegenheit. Schön. Nach Carlas Verleumdung vor laufender Kamera fühle ich mich quasi adoptiert. Also, reden wir nicht mehr um den heißen Brei herum. Wir wollen Ansgar beide vor dem Kadi sehen. Sie wegen der Testamentsfälschung, ich wegen meiner drohenden Pleite. Und wenn wir schon im gleichen Boot sitzen, können wir auch gemeinsam paddeln. Falsch. Ich möchte allzu gerne sehen, wie ein Verbrecher wie Sie endlich untergeht. Was wollte Adrian? Mir ein Bündnis gegen Ansgar vorschlagen. Der ist ja wohl nicht mehr ganz klar im Kopf. In diesem Fall schon.
Ansgars Aussage ist ja der Beweis, dass er hinter der vergifteten Babymilch steckt, um Degenhardt in den Ruin zu treiben. Wenn Ansgar zur Rechenschaft gezogen wird, dann wird ihm das Sorgerecht für Hannes entzogen. Und ihr bekommt euer Erbe zurück. Nur leider ist Tanja die Einzige, die Ansgar was nachweisen könnte. Tanja ist käuflich. Ach, jetzt hör auf. Du kannst Tanja doch nicht die Beweise abkaufen. Ich weiß, das klingt nicht gerade integer, aber... Aber vielleicht ist es der einzige Weg, wie wir Ansgar stoppen können. $2 Millionen. Das ist nur die erste Rate, mein Lieber. So billig kommst du mir nicht davon. Und jetzt die Beweise, das Geständnis und das Tun. Erst wenn mein Besuchsrecht für Hannes durch ist. Also mach schon mal einen Termin mit der kleinen Brandnerzicke klar. Ich warne dich, Miststück. Ich lass mir von dir nicht alles bieten. Richter Clement, was ich ganz vergessen habe zu sagen, ist, dass Graf Lahnstein für die vergiftete... Ja, schon gut. Sehr witzig. Vergiss den Termin bei der Brandner nicht. Ich fasse es nicht. Christian war dein heimlicher Chatpartner. Und jetzt bist du sein Bettpartner. Geht's vielleicht noch lauter? Oder steht Gast 84 vielleicht dafür, dass er schon mit 84 Männern hat? Das ist so ein Quatsch, ey. Das war sein erstes Mal und das bleibt wirklich unter uns. Jetzt riech dich doch ab, ich bin doch selber drauf gekommen. War doch schließlich klar, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Warum? Warum? Der Typ hat mich bestimmt 1000-mal gesehen, ja? Und er hat mich nie angegraben. Ach so, ja. Ja klar, da muss er schwul sein. Genau. Na egal. Wie war's? Erzähl. Das binde ich dir bestimmt nicht auf die Nase. Oh, jetzt komm schon. Der Gentleman genießt und schweigt. Allerdings weiß ich nicht, ob Christians Schweigen auch zu bedeuten hat, dass er es genossen hat. Hallo? Dass er total heiß auf dich war, das weißt du doch noch aus dem Chat, oder? Und geübt bist du auch. Halunke. Also jetzt erzähl schon. Hat's ihm gefallen? Ich weiß es nicht. Danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er es bereut. Danach will doch keiner wissen. Ich meine währenddessen. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Sowas merkt man doch irgendwie. Ja, ich glaube währenddessen nicht. Ja, siehst du. Gestern hast du noch gedacht, das wird nie was und jetzt ist das schon ein kleines Chrissy-Baby. Vielleicht ist es ihm gerade noch ein bisschen peinlich, aber da kommt er bestimmt auch drüber weg. Kann sein. Ja, ich war nach meinem ersten Mal mit einem Typen ja auch ziemlich neben der Kappe. Frau von Anstetten. Die Oma von Hannes. Oh, pardon, Stiefoma. Wollen Sie mir zum Prozessausgang gratulieren? Ich weiß, wie Sie Ansgar zu seiner Aussage bewegt haben und wegen dieser Beweise bin ich hier. Beweise wofür? Sie wissen genau, wovon ich rede. Food for Little. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Dass Sie Ansgar sowas Niederträchtiges zutrauen. Ich bin bereit, Ihnen diese Beweise abzukaufen. Ich muss schon sagen, kaum ist der Graf unter der Erde... Nennen Sie mir einfach Ihren Preis. Eigentlich bin ich nicht käuflich. Aber wenn Sie unbedingt drauf bestehen... Die halbe Holding und das halbe Schloss. Ihre Vorstellungen sind mehr als utopisch. Sie erfassen die Lage nicht, meine Liebe. Ich habe Ansgar in der Hand. Und somit das Sorgerecht für Hannes so gut wie zurück. Und wer das Sorgerecht hat, sitzt beim Frühstück am Kopfende und in der Holding im Chefsessel. Sie wollen? Auf Königsbrunn einziehen, ja. Und ich freue mich auf unsere Adels-WG. Sie auch?
Es gibt gute Neuigkeiten, Frau Brandner. Ansgar und ich, wir haben uns endlich versöhnt. Tatsächlich. Ja, ich freue mich auch sehr. Vor allem für Hannes. Ansgar und ich, wir sind uns einig, dass wir uns nicht länger über das Besuchsrecht streiten sollen. Stattdessen wollen wir das gemeinsame Sorgerecht. Wissen Sie, dann hat dieser kraftraubende Streit endlich ein Ende. Wir sind alle zufrieden. Nicht wahr, Ansgar? Ist das so, Graf Lahnstein? Ja. Und da wir uns nun einig sind, ist der Rest ja nur noch eine Formalität. Nicht wirklich. Über das Sorgerecht wird ein Familienrichter entscheiden, auf Basis meines Gutachtens. Und das ist alles andere als reine Formalität. Darf ich Sie fragen, wieso? Aber gern. Ihre Versöhnung wirkt auf mich derart gespielt, dass ich den Eindruck gewinne, es geht Ihnen nicht um Hannes Wohl, sondern um sein Erbe. Und da mache ich nicht mit. Schönen Tag noch. Ja, vielen Dank. Also mein Tag hat sie gerettet. Hey. Hey. Du willst wissen, wie es mir geht, ha? Und? Gut. Richtig gut. Dich noch mal zu küssen, das war ein guter Tipp. Danke, Halunke. Ich dachte schon, du bekommst keine... Weil ich das Thema jetzt abhaken kann. Ich sehe es als Experiment. Mit dem Ergebnis, dass ich definitiv nicht auf Männer stehe. Sie ist doch positiv. Ich habe kein Gefühlschaos mehr und wir können uns wieder über ganz normalen WG-Scheiß streiten. Hey, ich freue mich auch, dich zu sehen. Tanja ist noch da, die darf uns nicht zusammen. Dann verschiebe ich meine Kündigung. Du willst bei Ansgar kündigen? Ja, Ansgar, Adrian. Die wollen mich doch alle neu für ihre Rachefeldzüge benutzen. Das heißt, du hast dich bei Adrian entschuldigt? Ja, hätte ich mir aber schenken können. Oh, es tut mir leid. Willst du nicht noch so lange warten, bis ich hier alles wieder... Es gibt doch nur eine Sache, auf die ich wirklich warte. Ich doch auch. Aber so wie es aussieht, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich kann den Job mit Hannes nicht einfach so hinschmeißen, jetzt wo sie sich wieder um ihn streiten. Kann der Kleine nicht auch noch eine neue Betreuerin vertragen? Verstehe ich ja. Aber dein Gutachten über Hannes, das kann sich jetzt noch ewig hinziehen, oder? Ja, leider. Lass uns einfach durchbrennen. Hast du unten schon einen Fluchtwagen stehen? Ich mein's ernst. Musst du noch zu Hannes oder deinem Chef? Nein. Dann gönn uns diesen Tag. Ein Tag, komm schon. Das haben wir uns echt verdient. Ganz schön kalt, ja? Vielleicht war die Idee doch nicht so romantisch. Kann ja noch werden. Okay. Danke. Ziemlich kitschig. Ne? Aber ich find's schön. Nein, mein Chef. Bestimmt hat er vom Prozessausgang gehört. Ganz cool rausreden. Nein, dieser Tag gehört nur uns. War das kitschig genug? Oscar verdächtig. Du kannst keinen Deal mit Adrian machen. Denken Sie an Natalie. Haben Sie vergessen, was Degenhardt ihr angetan hat? Ich weiß. Ich weiß das alles. Aber es war nun einmal Johannes' letzter Wille, dass Carla die Führung übernimmt und Ansgar enterbt wird. Ja. Und jetzt stellt sich raus, dass er recht damit hatte. Ansgar, der ist ein paar Wochen das Sagen und... Schon greift Tanja nach Vaters Lebenswerk. Genau das müssen wir verhindern. Aber nicht mit Adrian. Er braucht die Beweise genauso dringend wie wir. Er würde alles dafür tun, um sie zu beschaffen. Aber alles heißt bei Degenhardt kriminelle Methoden. Da machen wir uns auch die Finger schmutzig. Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Elisabeth, ich weiß, du willst nur im Vaters Sinne handeln.
Aber das hätte er nicht gewollt. Damit es richtig kitschig wird, brauchen wir nur noch... Champagner? Bin ich so durchschaubar? Weiß nicht. Überrasch mich. Ohne Sascha. Du bist verrückt. Nach dir. Stefan, bevor du alle Register ziehst, mein Toast. Auf unseren Tag. Ohne Streitmann und... Keine bösen Geister rufen. Weißt du noch? Everybody bleeds this way, just the same. Breathe in, breathe out, move on and break down. If everyone goes away, I will stay. We push and pull, and I fall down sometimes. And I'm not letting go. You hold the other line, 'cause there is a light in your eyes, in your eyes. Gide, sind Sie inkontinent oder was? Das gibt's doch nicht. Oft kann... Gräfin. Hat Sie meinen Vorschlag doch überzeugt? Es ist mir eine große Ehre, Sie als meine Partnerin zu gewinnen. Einen schönen Abend noch. Ach, sind Sie nur gekommen, mir einen schönen Abend zu wünschen? Schade. Ich dachte, Sie hätten mehr Mumm. Aber wenn Sie auf der Zielgeraden Schlaf machen wollen, bitte. Ich hoffe, Sie schlafen selig, während Ansgar das Lebenswerk von Johannes ruiniert. Herr Degenhardt. Also gut. Machen wir Ansgar und Tanja fertig. Gemeinsam. To